The gift has already been given. Das Geschenk wurde schon gegeben. So, let's start like this. Also lasst uns so anfangen. When I was a little boy, Als ich ein kleiner Junge war, to do that, we have to go back some 60 years, und wir müssen ungefähr 60 Jahre zurückgehen, maybe 61. vielleicht sogar 61. And the first Christmas I remember, Und das erste Weihnachten, an das ich mich erinnere, and it's really cool that I remembered it. und es ist ziemlich cool, dass ich mich daran erinnere. I saw my mother, Ich sah meine Mutter, and usually when you see your mother, you just see this old lady that you love. und normalerweise, wenn du deine Mutter siehst, siehst du einfach diese alte Dame, die du liebst. But I saw my mother and she was beautiful. She was young and beautiful and very attractive, and that did something in my heart. Aber ich sah meine Mutter und sie war jung und wunderschön und sehr attraktiv und das hat etwas in meinem Herzen gemacht. And I remember like the atmosphere in the house was like peaceful and loving. Und ich erinnere mich, dass die Atmosphäre im Haus friedlich und liebend war. That wasn't always the case. Und das war nicht immer der Fall. But that Christmas day it was. Aber an diesem Weihnachten war es so. And man, I got the gift. Und ich habe das Geschenk bekommen. I got the gift. Ich habe das Geschenk bekommen. A battleship. Ein Schlachtschiff. Oh man, this battleship, it was like, seriously, it was like this big. Und dieses Schlachtschiff war ungefähr so groß. Remember, we talking 60 years ago. Und erinnert euch, wir sprechen von vor 60 Jahren. It could roll by itself. I didn't have to push it everywhere. Es konnte selber rollen, ich musste es nicht überall hinschieben. And it had something on it where I could really, really shoot missiles. Und es hatte etwas dran, dass ich wirklich Raketen abschießen konnte. I was happy. My man there know what I'm talking about. He could relate. Ich war glücklich damit. Yeah, Christmas memories. Weihnachtserinnerungen. I remember that Christmas and a few others. Ich erinnere mich an dieses Weihnachten und ein paar andere. Christmas morning filled with innocent joy, the joy of receiving gifts. Ein Weihnachtsmorgen, der von der unschuldigen Freude erfüllt war, davon Geschenke zu erhalten. Gifts that were exactly what I hoped for. Geschenke, die genau das waren, wonach ich gewünscht habe. That's kind of like a mirror of Christmas. Und das spiegelt Weihnachten wider. I mean the Jesus Christmas. Das Jesus-Weihnachten. The gift Das Geschenk, that I really needed. das ich wirklich gebraucht habe. And the thing about my battleship, wow, I can't believe I remember this. The thing about my battleship is my dad promised me that I can get this. Und die Sache mit meinem Schlachtschiff war, dass mein Vater mir versprochen hat, dass ich das bekommen kann. And we didn't have a lot of money at that stage in our life. Und an dieser Zeit zu unserem Leben hatten wir nicht so viel Geld. So I really didn't think I was going to get it, but I was hoping I was going to get it. Also ich habe nicht wirklich gedacht, dass ich es bekomme, aber ich habe gehofft, dass ich es bekomme. Oh man, but when I got it, Aber als ich es bekommen I habe, really got it. ich habe es wirklich bekommen. That feeling that I had then Dieses Gefühl, was ich damals hatte, is the feeling that I should have now ist das Gefühl, was ich jetzt haben sollte about Christmas. über Weihnachten. So, you know, maybe that's the reason we give gifts on Christmas, so that we could be reminded of the gift that we've been given. Vielleicht ist das der Grund, wieso wir an Weihnachten Dinge verschenken, weil wir daran an die Geschenke erinnert werden, die wir bekommen. You know, when you talk about Christmas, the Bible, Jesus, there's so many parts and aspects of that gift. We'd be here all day talking about it. Wenn du über Weihnachten, die Bibel und Jesus sprichst, sind da so viele Aspekte von diesem Geschenk, dass wir den ganzen Tag hier wären, wenn wir darüber reden. And I don't think I have the talent to touch each one of them. Und ich denke nicht, dass ich das Talent habe, jedes einzelne davon zu berühren. But what hit me this Christmas Aber was mich dieses Weihnachten getroffen hat, was Christmas
is the promise delivered. ist, dass Weihnachten das Versprechen ausgeführt ist. Now that don't sound like much, Und es klingt nicht wie viel, but it's everything. aber es ist alles. You know, when 2 weeks ago, last week, I told my little buddy we was going to the circus. Letzte Woche oder vor 2 Wochen habe ich meinem kleinen Kumpel erzählt, dass wir jetzt in den Zirkus gehen. And I got sick. Und dann bin ich krank geworden. I couldn't go. Ich konnte nicht gehen. I'm sure she understand that. Und ich bin sicher, sie versteht das. We good, right? Cool. But there's a lesson in that. Aber da ist eine Lektion darin. She know I meant well, Sie weiß, ich habe es gut gemeint. but now, if she didn't know before, she knows now you can never put 100% trust on any person. Aber wenn sie es vorher noch nicht wusste, weiß sie es jetzt. Du kannst niemals einer Person 100% vertrauen. Don't do it. Tu das nicht. It's not fair to the person you're doing it to. Es ist nicht fair für die Person, zu der du es tust. Please don't do it to me because I can't carry that kind of weight. Bitte tu es nicht zu mir, weil ich kann nicht so viel Gewicht tragen. But now she's learned, like, wow, okay. I can't trust 100%. Aber jetzt hat sie gelernt, wow, okay, ich kann nicht 100% vertrauen. Know what was cool about my battleship? Und wisst ihr, was cool war von meinem Schlachtschiff? I still remember the commercial. Ich erinnere mich immer noch an die Werbung. And there's this little white boy, because they didn't let black people make commercials back then. There's this little white boy, he was having a good time. His shit was going and he was shooting up stuff. Und da war ein kleiner weißer Junge, weil schwarze Jungs durften damals nicht mehr Werbung sein. Und er war ganz glücklich mit dem Schiff und er hat Sachen abgeschossen. Man, that was kind of like a promise. Und es war wie ein Versprechen. And that promise was good. Und dieses Versprechen war gut. I got my battleship. Ich habe mein Schlachtschiff bekommen. And I was shooting up some stuff, man. I was shooting up everything. Und ich habe Dinge rumgeschossen. Ich habe auf alles geschossen. Try and shoot my little brother in the head. Ich habe versucht, meinen kleinen Bruder an den Kopf zu schießen. Tried to shoot down glasses off the cabinet. Ich habe versucht, die Gläser im Schrank abzuschießen. But unfortunately, as we go through this life, we learn not to trust. Aber leider lernen wir, während wir durch dieses Leben gehen, nicht zu vertrauen. We can't trust the CDU, Wir können nicht der CDU vertrauen the SDP, oder der SDP, the AFD, der AfD or the FAG, oder der FEG or whatever other you got. oder was auch immer. Just can't trust it. Den kannst du nicht vertrauen. You can't trust the guy that come on your television and say, if you buy this frying pan, like your eggs won't stick anymore. Du kannst nicht dem Typen vertrauen, der an deinem Fernseher dir erzählt, wenn du diese Pfanne kaufst, dann kleben deine Eier nicht mehr an. So that causes us, when we read the Bible, to take that also with a grain of salt. Und es sorgt dafür, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, das auch mit einem bisschen Mit Vorsicht. genießen. You know, because my trust muscle is hurt. Weil mein Vertrauensmuskel verletzt ist. You know, if you got a muscle, right? You got a trust muscle and it's hurt now from being disappointed. Du hast einen Vertrauensmuskel und er tut jetzt davon weh, dass du enttäuscht wurdest. Oh, man, but I got some good news for you. Aber ich habe gute Botschaften. And it's on page 3. We don't really trust the word. Wir vertrauen dem Wort nicht wirklich. We kind of say, yeah, okay. Wir sagen irgendwie, ja, okay. But there it is. Aber da ist es. You read first, Amy. Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns festhalten an der Hoffnung, die wir bekräftigen, ohne zu wanken, denn wir können darauf vertrauen, dass Gott sein Versprechen hält.
Hebrews 10:23. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep his promises. Look, notice it says hold tightly. Und ihr merkt es, da steht festhalten. Without wavering, without doubt, without going back and forth. Ohne zu wanken, ohne zweifeln, ohne hin und her zu bewegen. To the hope. An die Hoffnung. And we know that hope is Jesus. Und wir wissen, diese Hoffnung ist Jesus. And it tells us God can be trusted to keep his promise. Und hier steht auch, wir können Gott vertrauen, dass er sein Versprechen hält. This is one of the often forgotten gifts of Christmas. Das ist eins von den Geschenken von Weihnachten, die oft vergessen werden. That Christmas is a sign that God keeps his word. Dass Weihnachten ein Versprechen ist, dass Gott sein Wort hält. You know, all those prophecies in the Old Testament All diese Prophezeiungen im Alten Testament about Jesus coming, darüber, dass Jesus kommt, they're like commercials. sie sind wie Werbung. They're just like commercials. You read them, and God is saying that, well, let me tell you what he said. He said, Sie sind wie Werbung und du liest sie und Gott sagt dir etwas und let's do it like this. God promised Jesus. The world was waiting with great anticipation because of the promises. Wo genau sind wir gerade? Wo genau sind? Ich bin bei. I'm here to tell you that the world was waiting with great anticipation. Ich möchte dir sagen, dass die Welt mit großer Vorfreude auf die Verheißung wartete. Because of the promises, they were waiting. Wegen den Verheißungen warteten sie. And sometimes when you read the Bible, you think these promises are only for Israel. Und manchmal, wenn du die Bibel liest, dann denkst du, diese Versprechungen sind nur für Israel. But let me point out something I think is really good. Aber lasst mich auf etwas hinweisen, was ich denke, das sehr gut ist. The three wise men or the three kings. Die drei Weisen oder die drei Könige. Let's look at them. I have them listed here. One's name was Gaspar or Caspar, and he came from Sheba. Einer war Gaspar und er kam von Sheba. The other's name was Melchior, and he came from Arabia. Der andere hieß Melchior und er kam aus Arabien. And then there was Balthazar, who came from Egypt. Und dann war da Balthasar, der aus Ägypten kam. So you see, the whole world was waiting. Also ihr seht, die ganze Welt hat gewartet. They were waiting. Sie haben gewartet. And I mentioned earlier that not only we were waiting, but it seems like the whole universe was going to herald in its king. Because, let me read this to you. Und ich habe vorhin gesagt, nicht nur die Welt wartet, sondern es wirkt, als würde das ganze Universum auf den König warten. When Herod asked the three kings what they were looking for and what they were doing, we see in Matthew, I think Matthew 2:2. Als Herodes die Könige gefragt hat, was sie suchen und was sie tun, dann sehen wir in Matthäus 2, Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen, als er aufging, und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Wow. Their answer was, well, he asked Herod, where's the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we came to worship him. You see, even the heavens herald in his coming. Even the stars. Sogar der Himmel und die Sterne haben sein Kommen willkommen gehießen. God promised and he delivered. Gott hat versprochen und er hat es erfüllt.
Let us, of course, you guys know me. You know I'm going to throw these away now because I'm all mixed up. Let's check this. This is what I want you to check. This is what I want you to know. Und hier ist, was ich möchte, dass ihr wisst. Guess you do get to get out of here early. Let's go to Isaiah 7:14. Lasst uns zu Jesaja 7, Vers 14 gehen. Yeah, you first. Nun gut, der Herr selbst wird dir das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind gebären. Sie wird einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Isaiah 7:14. All right then. The Lord himself will give the sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to the son and will call him Emmanuel, which means God is with us. Man, that's quite a strange prophecy. You got to remember, this happened 800 years before Jesus. Das ist irgendwie eine komische Prophezeiung und ihr müsst dran denken, das ist 800 Jahre vor Jesus passiert. Huh? I know the person Isaiah was talking to was like, huh? Ich weiß, dass die Person, mit der Jesaja da gesprochen hat, sich gedacht hat, hä? Sometimes when God talks to you, you say, huh? Und manchmal, wenn Gott mit dir spricht, sagst du, hä? It can't. Nah, I'm dreaming. Nein, ich träume. I can't do that. Ich kann das nicht tun. I can't go there. Ich kann da nicht hingehen. That's not gonna happen for me. Das wird nicht passieren. But remember, we serve a God that said a virgin will conceive a child. Aber erinnert euch, wir dienen einem Gott, der gesagt hat, eine Jungfrau wird ein Kind empfangen. So we serve that God, so He could definitely help out when I need a job. Wir dienen diesem Gott, also kann er auch definitiv aushelfen, wenn ich einen Job brauche. Actually, if He did that, what can He not do? Eigentlich, wenn er das getan hat, was kann er nicht tun? And not only did He do it, but He told you He was going to do it. Und er hat es nicht nur getan, sondern er hat dir auch gesagt, dass er es tun wird. See, for us, we on this side of the story. Für uns, wir sind auf dieser Seite der Geschichte. Imagine being on the other side of the story. Aber stellt euch vor, auf der anderen Seite der Geschichte zu sein. And I'm Isaiah. Und ich bin Jesaja. And I'm prophesying to you. Und ich prophezeie etwas zu dir. And I say, the Lord Himself will give you a sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God is with us. Und ich sage, nun gut, der Herr selbst wird euch das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Y'all be laughing. Y'all be like, yo, Pastor done lost his mind. Sie wird einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und ihr würdet lachen, ihr würdet denken, der hat den Verstand verloren. And those of you who have a little bit of trust in me, you be trying to figure out what that really means. Und die von euch, die ein bisschen Vertrauen in mich haben, ihr würdet versuchen herauszufinden, was das wirklich bedeutet. But God mean what He say and say what He mean. Aber Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. What a prophecy. Was eine Prophezeiung. What a promise. Was für ein Versprechen. And He kept it. Und er hat es gehalten. But He just didn't keep it. It took... Oh, my notes is all messed up, so I'm going to say over 750 years for that to come to pass. Er hat es gehalten und es hat über 750 Jahre gebraucht, bis es passiert ist. Between the time He spoke that and the birth of Jesus. Zwischen der Zeit, als er das gesagt hat, und der Geburt von Jesus. But that's promise keeping. Aber das ist Versprechen halten. Now let me tell you about the part that I'm excited about. Und lasst mich euch von dem Teil erzählen, von dem ich aufgeregt bin. That I'm most excited about. Über den ich mich am meisten freue. She will give birth to a son, and we will call him Emmanuel, which means God is with us. Sie wird einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet, Gott ist mit uns. God is with us. Gott ist mit uns. Because God is with me, I'm more than an overcomer.
Und weil Gott mit mir ist, bin ich mehr als ein Überwinder. Because God is with me, I can have plenty or I can have little, but I can still do all things through Christ who strengthens me. Weil Gott mit mir ist, kann ich wenig haben oder ich kann viel haben, aber ich kann immer noch alles tun durch Christus, der mir Stärke gibt. Because God is with me, that thing that the enemy or the world or circumstance, whatever you want to call it, threw at you to kill you, Weil Gott mit dir ist, wirst du alles, was der Feind oder die Umstände oder das Leben dir zuwerfen, that wanted to kill you, das dich töten wollte, wanted to break you, das dich brechen wollte, you're not broken, you're not dead. du bist nicht gebrochen und du bist nicht tot. Because God is with you. Weil Gott ist mit dir. And I want you to know that in my life, God was with me before I was with him. Und ich möchte, dass du weißt, dass in meinem Leben war Gott mit mir, bevor ich mit ihm war. Don't get me started up in here. God was with me before I was with him. Gott war mit mir, bevor ich mit ihm war. Because of this promise. Wegen diesem Versprechen. That's a promise from God. And we will call him Emmanuel, which means God is with us. Das ist ein Versprechen von Gott. Wir werden ihn Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Because he's Emmanuel, I can rest from my works. Weil er Immanuel ist, kann ich mich von meinen Arbeiten ausruhen. I can relax in his grace. Ich kann mich in seiner Gnade entspannen. I can be confident in his love. Ich kann kann Zuversicht in seiner Liebe Zuversicht haben. in seiner Liebe haben. Because he's with me. Weil er mit mir ist. Because he's with me, I can resist the enemy. Weil er mit mir ist, kann ich dem Feind widerstehen. That's the promise. That's the Christmas promise. Because Emmanuel came. Das ist das Weihnachtsversprechen, weil Immanuel gekommen ist. He's with us. Er ist mit uns. We don't have to go to the temple with a pigeon, a goat, or a mouse and kill it. Wir müssen nicht zum Tempel gehen mit einer Taube, einer Ziege oder einer Maus und sie töten. Emmanuel. He's with us. Immanuel, er ist mit uns. So, that's a promise that he made. Also das ist das Versprechen, das gemacht wurde. That's the promise I'm most excited about. Das ist das Versprechen, über das ich mich am meisten freue. I should be more excited about the next one, but I am a person and sometimes my flesh get in the way. Ich sollte mich mehr über das Nächste freuen, aber ich bin eine Person und manchmal steht mein Fleisch im Weg. But check this promise out. Aber schaut euch dieses Versprechen an. Hebräer 9, Vers 27. So wurde auch Christus einmal für alle Zeiten als Opfer dargebracht, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, nicht um sich um unsere Sünden zu kümmern, sondern um allen, die sehnlichst auf ihn warten, das Heil zu bringen. Wow. You see, let me read it first. Hebrews 9:27. So also Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation to all who are eagerly waiting for him. Man, that's a promise. Das ist das Versprechen. That's a promise. Das ist ein Versprechen. And it's so easy for us to take that promise with a little hesitation. Und es ist so einfach für uns, dieses Versprechen etwas zögernd anzunehmen. Wow. The book of Thessalonians was written because they expected Jesus to be back any day now. Und ihr wisst, das Buch der Thessaloniker wurde geschrieben, weil sie erwartet haben, dass Jesus jeden Tag zurückkommen würde. Ja. In World War I, they was waiting for Jesus to come back any day now.
Im Ersten Weltkrieg haben sie darauf gewartet, dass Jesus jeden Tag zurückkommt. They was definitely waiting during World War II. Und sie haben auf jeden Fall gewartet während dem Zweiten Weltkrieg. And when Israel became a country, people was like, okay, it's going to happen next week. Und als Israel ein Land wurde, haben die Leute gesagt, okay, es wird nächste Woche passieren. We don't know when it's going to happen. Wir wissen nicht, wann es passiert. But he promised. Aber er hat es versprochen. Christmas is the proof of that. Weihnachten ist der Beweis dafür, That Jesus keeps his promises. dass Jesus seine Versprechen hält. He's coming back Er kommt zurück. for those who are eagerly waiting for him. Für die, die sehnlichst auf ihn warten. That's good news. Und das sind gute Nachrichten. And that's the good news we're not preaching often enough. Und das sind die guten Nachrichten, die wir nicht oft genug predigen. He's coming back for you. Er kommt zurück für dich. Yeah, I'm happy about that. Let's look at another one. Lass uns noch eins anschauen. You know, sometimes we just get these expectations that things should go a certain way and we get depressed. Manchmal haben wir diese Erwartungen, dass Dinge auf eine bestimmte Weise funktionieren sollten und wir werden dann depressiv And we get distressed. oder niedergeschlagen. And sometimes, man, life just smacked the taste out your mouth. Und manchmal schlägt dir das Leben den Geschmack aus dem Mund. Bam! You're like, oh man, I'm a Christian. That's not supposed to happen to me. Und du denkst dir, oh Mann, ich bin ein Christ, das sollte mir nicht passieren. Life happens to everybody who's living it. Leben passiert jedem, der es lebt. You can't get around it. Du kannst da nicht drum rumkommen. We can do some Bible fighting and we'll see. I'll win. Jesus warned us, hard times will come. Wir können Bibelkämpfe machen, aber ich werde gewinnen, weil Jesus warnte uns, schwere Zeiten werden kommen. That's why we build our house on the rock. Deswegen bauen wir unser Haus auf den Felsen. So when the storms come, Dass wenn die Stürme kommen, we can stand. dass wir stehen. See, he told you storms was coming. Also er hat gesagt, die Stürme kommen. But you didn't think they was coming like they came. Aber du hast nicht gedacht, dass sie so kommen, wie sie dann gekommen sind. But anyway, sometimes, man, we need this heavenly hope. That's what Christianity is really about. And it's been twisted and turned and pulled and pushed into a type of prosperity gospel where I just have this easy life. Manchmal brauchen wir diese Hoffnung und darum geht's im Christentum wirklich. Es wurde verändert zu diesem Wohlstandsevangelium, wo wir einfach nur ein einfaches Leben haben. Don't get me wrong, Jesus done helped me out a lot of jams. Und versteht mich nicht falsch, Jesus hat mir schon oft rausgeholfen. But if you want to know the truth, this whole earthly life is a jam. Aber wenn du die Wahrheit wissen willst, dann ist dieses ganze erdliche Leben ein Stress, ist ein Problem. But I got good news for you. Most of you probably already read it. Aber ich habe gute Nachrichten und die meisten haben es wahrscheinlich schon gelesen. Johannes 14, Verse 1-3. Lasst eure Herzen nicht erschüttert sein. Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Im Haus meines Vaters ist mehr als genug Platz. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, dass ich euch einen Platz bereiten werde. Wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, wo ich bin. Amen. Don't let your hearts be troubled. Trust in God and also in me. There's more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have not told you? I would not have told you that I'm going to prepare a place for you. When everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. Jesus says, don't let your heart be troubled. Jesus sagt, lasst eure Herzen nicht erschüttert sein. In the trouble, don't be troubled. In den Schwierigkeiten seid nicht erschüttert, Because you have a reward. weil du hast einen Preis. In today's Christianity, in today's church, we're not taught to concentrate and look at that. Im heutigen Christentum wird uns nicht gelehrt, dass wir uns darauf konzentrieren sollten.
But that's a promise. Aber das ist ein Versprechen. He says, if it were not so, I would not have told you I'm going to prepare a place for you. Er sagt, wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht gesagt, dass ich einen Platz bereiten werde. And he says, I will come and get you. Und er sagt, ich werde kommen und dich holen. That means you can't miss it. Das bedeutet, du kannst es nicht verpassen. You can't get lost. Du kannst nicht verloren Because gehen, he gonna come and get you. weil er wird kommen und dich holen. That's a promise. Das ist ein Versprechen. And that promise is just as crazy as the promise of, and the virgin will be a child. Und dieses Versprechen ist genauso verrückt wie das Versprechen von der Jungfrau, die ein Kind gebärt. But didn't he do that? Aber hat er das nicht auch getan? Didn't he promise and do that? Hat er das nicht versprochen und getan? So I'm believing he's going to do that too. Also ich glaube, er wird das auch tun. Man. So, let's see. You know, just like, we're not going to read that. Just like the star led the wise man to Jesus. So wie der Stern die Weisen zu Jesus geführt hat, Jesus promised us that there would also be signs in heaven to let us know when he's coming back. hat Jesus uns versprochen, dass es auch Zeichen im Himmel geben würde, damit wir wissen, wann er zurückkommt. He's coming back. Er kommt zurück. Our gift isn't finished yet. Unser Geschenk ist noch nicht fertig. It's not finished. We only got like half of it. Wir haben nur die Hälfte davon. There's more coming. Da ist mehr, das kommt. Man, and you can only receive that by faith. Und das kannst du nur durch den Glauben empfangen. But he who promised is faithful. Aber der versprochen hat, ist treu. He who promised is faithful. Der versprochen hat, ist treu. And the virgin will be a child. Und die Jungfrau wird ein Kind gebären. And I have gone to prepare a place for you. Und ich werde einen Platz für dich vorbereiten. Same God, Derselbe Gott, promise keeper. Versprechen halten. And that's a part of our Christmas gift that we haven't even gotten yet. Und das ist ein Teil von unserem Weihnachtsgeschenk, was wir noch nicht mal bekommen haben. But we should be excited about it. Aber wir sollten uns darauf freuen. I don't want to talk about heaven. Ich möchte nicht über den Himmel sprechen, Because then I have to talk about things that I perceive. weil dann muss ich über Dinge sprechen, die ich wahrnehme. Dass ich glaube, wo ich nicht sicher bin. But he's coming back for me. Aber er kommt zurück für mich. He's coming back for you. Und er kommt zurück für dich. And that's Christmas. Und das ist Weihnachten. That's Christmas. Das ist Weihnachten. The gift. Das Geschenk. You know, I'm not going to talk about what happened to the people he don't come back for. Und ich werde nicht darüber sprechen, was den Menschen passiert, für die er nicht zurückkommt. So, this Christmas, let's remember just simply one thing, that Christmas means that God is a promise keeper. Also lasst uns dieses Weihnachten uns an eine kleine Sache erinnern. Und zwar, dass Weihnachten bedeutet, dass Gott seine Versprechen hält. If he said it, Wenn er es gesagt hat, he'll do it. dann wird er es tun. Sure, we've been waiting 2023 years. Klar, wir warten schon 2023 Jahre. The world waited about 800 years for the virgin to be born. Und die Welt hat ungefähr 800 Jahre darauf gewartet, dass die Jungfrau das Kind gebärt. But he promised, Aber er hat es versprochen. and he will. Und er wird. Don't lose your gift. Verliere nicht dein Geschenk. Don't lose your gift. Verliere nicht dein Geschenk. There is no earthly pleasure that's worth an eternal hell. Es gibt kein Yeah, this was swear. Kein etliche, Vergnügen, das die ewige Hölle wert ist. don't lose your gift. Verliere nicht dein Geschenk.
Don't blow the promise. Vermassel nicht das Versprechen. You know, I'm gonna say this, and then I promised you guys we was gonna get out of here on time. Ich sag das und dann, ich habe euch versprochen, wir gehen pünktlich raus. A lot of times when people promise you something, or when there's a promise made, it's always you do this and I'll do that. Oft, wenn ein Versprechen gemacht wird, heißt es immer, du tust das und ich tu das. If you think about, nobody ever walk up to you except your grandparents and say, I promise I'm gonna do this for you. Und wenn du darüber nachdenkst, niemand außer deine Großeltern geht jemals auf dich zu und sagen dir einfach, ich verspreche, ich tu das für dich. It's always a little something you gotta do. Da ist immer ein kleines bisschen, was du auch tun musst. All we have to do is wait on him. Alles, was wir tun müssen, ist auf ihn zu warten. Just wait on him. Einfach warten. But if you're waiting on somebody, Aber wenn du auf jemanden wartest, you gotta wait in the right place. dann musst du am richtigen Ort warten. You catch that? You get that? Versteht ihr das? If you're waiting on the number 12 bus Wenn du auf den Bus Nummer 12 wartest, and you're on the wrong bus steig, aber du bist am falschen Bussteig, you're not gonna get the number 12 bus. dann wirst du nicht den Nummer 12 Bus erwischen. If you're waiting on Jesus, Wenn du auf Jesus wartest, be in the right place. sei am richtigen Ort. It ain't hard. Es ist nicht schwer, It ain't hard. Be in the right place. sei am richtigen Ort. And it'll get easier and easier and easier. Und es wird leichter und leichter. Even this earthly life will get easier. Auch dieses erbliche Leben wird einfacher, Because you reap what you sow. weil du erntest, was du säst. So if you sow godly things, Also wenn du göttliche Dinge säst, you reap godly things. dann erntest du göttliche Dinge. If your life is terrible and you lonely and don't have no friends and everybody's mean to you, Wenn dein Leben schrecklich bist, du einsam bist, du keine Freunde hast und jeder gemein ist, maybe you need to check yourself. vielleicht musst du dich selbst überprüfen. I say it like this. You reap what you sow. Ich sage es so, du erntest, was du säst. If everywhere you go there's a funny smell, Wenn überall, wo du hingehst, es irgendwie komisch riecht, maybe you should check it out. vielleicht solltest du es mal auschecken. But I'm telling you, don't blow the promise. Aber ich sage dir, vermassel nicht das Versprechen. And while you're waiting on the promise, he promised you that he would give you a joy that surpasses all understanding. Und während du auf das Versprechen wartest, hat er auch versprochen, dass er dir eine Freude geben wird, die alle Verständnis übersteigt. That means you're going to go through some terrible stuff. Das bedeutet, du wirst schreckliche Dinge durchmachen. But somewhere deep down in you, there's this joy that you just kind of okay and you don't know how that is or why that is or how it's possible. Aber irgendwo tief in dir drin ist diese Freude und du bist einfach okay und du weißt nicht, wie das geht, aber es ist möglich. I know, because he's Emmanuel and he's with you. Ich weiß, es sind Yes, Emanuel und er ist mit dir. All right. Another fine praise for my book. Maybe I'll preach that one day. It was pretty good. Yeah, that's the message, man. Don't lose your gift. Don't blow the promise. Because he's going to keep his promise. Das ist die Botschaft. Verlier nicht dein Geschenk, weil er wird sein Versprechen halten. He's going to keep his promise. Er wird sein Versprechen halten. Are you going to keep your side? Aber wirst du deinen Teil halten? And don't doubt his promises. Und zweifle nicht an seinen Versprechen. Every time you doubt something that God said, think about, and the virgin shall conceive a child. Jedes Mal, wenn du an etwas zweifelst, was Gott sagt, denk an die Jungfrau, die das Kind gebärt. So I wish you all a very, very Merry Christmas. Ich wünsche